Schloss Mirow liegt auf einer malerischen Insel inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte. Wie in einem vergessenen Schatzkästchen verstecken sich hier Erinnerungen an schräge Herzöge, mächtige Witwen und an Prinzessinnen, die zu Königinnen wurden. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich das Schloss Mirow in Mecklenburg-Vorpommern. Malerisch liegt es auf einer Schlossinsel. Die jüngste Prinzessin Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz verbrachte hier ihre letzten Nächte, um dann für immer ihre Heimat zu verlassen und Königin von Großbritannien zu werden. Gern möchte ich euch darüber spannende Anekdoten erzählen. Trotz der idyllischen Abgeschiedenheit reicht die Bedeutung des Schlosses weit über Mecklenburg-Vorpommern hinaus. Die berühmteste Schlossbewohnerin ist die spätere Queen Charlotte, die von ihrem Gemahl König Georg III. Von Großbritannien Mein Schatz aus Strelitz genannt wurde. Nach ihr wurden die Millionenstadt Charlotte in den USA und viele Landmarken weltweit benannt. Aber auch die beliebte Paradiesvogelblume, die Strelitzia, verdankt ihren Namen dem einstigen Mirower Lottchen. Zudem sollte ihre Nichte Luise die berühmteste aller preußischen Königinnen werden. Durch das Portal gelangt man in ein Vestibül, von dem aus links und rechts 2 Treppen in das erste Obergeschoss hinaufführen. Zu beiden Seiten schließen sich sogenannte Appartements an. Der historische offizielle Zugang zu diesen Wohnbereichen war ursprünglich über den Gartensaal gedacht. 2 schmale Flure erschließen zusätzlich die vom Vestibül abgehenden Räume. Einst herrschte ein bitterer Streit um die Macht in Mecklenburg. Um blutige Auseinandersetzungen zu verhindern, traten die Vertreter der Fürstentümer und Städte des Niedersächsischen Reichskreises als Schlichter zwischen den Schweriner Herzögen Adolf Friedrich II. Und Friedrich Wilhelm I. auf. Das Ergebnis der Verhandlungen, die im neutralen Hamburg stattfanden, war ein juristischer Vertrag. Am 8. März 1701 wurde der sogenannte Hamburger Vergleich geschlossen. Dieses Dokument ist die Geburtsurkunde des neuen Herzogtums Mecklenburg-Strelitz. Darin wurde die Verteilung von Land, politischer Macht und Vermögen geregelt, wobei Mecklenburg-Strelitz von allem nur einen Bruchteil erhielt. Beide Teilherzogtümer bildeten zusammen den Staat Mecklenburg. Jedes von ihnen konnte selbstständig politisch handeln und hatte seine eigenen Behörden. Das neue Herzogtum umschloss die Gebiete des Fürstentums Ratzeburg, der Herrschaft Stargard sowie Nemerow und Mirow. Das konkurrierende Mecklenburg-Schwerin war sehr viel größer und mächtiger. Die Rivalitäten zwischen beiden Familienzweigen waren längst nicht beigelegt. Die Schweriner Herzöge versuchten noch über 50 Jahre, die Eigenständigkeit von Mecklenburg-Strelitz zu untergraben. Das kleine Herzogtum konnte sich jedoch durch eine geschickte Heiratspolitik behaupten. Der in Mirow entspringenden Linie des Fürstenhauses entstammten 4 Königinnen. Kurz vor dem Ende der Monarchie im Jahre 1918 zählte die Strelitzer Familie zu den ersten Dynastien Europas. Mit 24 Jahren heiratete Christiane Emilie Antonie, Prinzessin von Schwarzburg-Sondershausen, den sehr viel älteren ersten Mecklenburg-Strelitzer Herzog Adolf Friedrich II. Und kam so in ihre neue Heimat. 3 Jahre später starb ihr Gemahl. Christiane war nun 27 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und Witwe. Sie zog vom Strelitzer Schloss auf ihr Wittumsamt nach Mirow. Sie war die Bauherrin dieses barocken Kleinods.
Im Jahr 1709 begann der Strelitzer Hofbaumeister Joachim Borchmann mit der Errichtung des Schlosses. Es war ein schlichter Bau mit Wänden aus Fachwerk. Heute erinnert an diese erste Bauphase nur noch das prachtvolle Herzstück des Schlosses, der imposante Festsaal im ersten Obergeschoss mit seinen hochbarocken Stuckaturen. Die junge Witwe zog hier ihren Sohn, den Prinzen von Miro, groß und ließ ihm eine standesgemäße Erziehung zukommen. Dabei genoss sie auch ihre Freiheit als Witwe und schenkte 2 unehelichen Töchtern das Leben. Zudem kämpfte sie geschickt für ihre eigenen Rechte und die ihres Sohnes. Sie war bis zu ihrem Tod im Jahr 1751 das unumstrittene Familienoberhaupt in Miro. Prinz Karl Ludwig Friedrich wurde 1708 geboren. Bereits 3 Monate später starb sein Vater. Den Thron des Landes bestieg sein über 20 Jahre älterer Halbbruder Adolf Friedrich III. Prinz Karl wuchs in bescheidenen Verhältnissen im Witwenschloss seiner Mutter auf. Als Vertreter der Nebenlinie erhielt er den Titel Prinz von Miro. Da sein Halbbruder und Regent keine männlichen Erben bekam, schien es nur eine Frage der Zeit, wann der Prinz ihn endlich beerben könnte. Karl wartete jedoch vergeblich auf den Thron im Herzogtum. Er starb 1752 mit 44 Jahren unerwartet, nur ein halbes Jahr vor seinem sehr viel älteren Bruder und wurde deshalb niemals zum regierenden Herzog. Gemeinsam mit seiner Gemahlin Elisabeth Albertine hatte er jedoch zahlreiche Kinder. Diese reiche Nachkommenschaft sicherte dem Haus Mecklenburg-Strelitz den Erhalt für die nächsten 150 Jahre. Ganz so skurril und provinziell, wie ihn der preußische Thronfolger Friedrich II. Immer wieder beschrieben hatte, war der Prinz von Miro im Übrigen nicht. Im Gegensatz zu Friedrich dem Großen hatte Karl Europa bereist und in Italien sogar gemeinsam mit Antonio Vivaldi auf der Querflöte musiziert. Zu seinen Zeiten als Kronprinz gab es mehrere Begegnungen zwischen Friedrich II. Und der herzoglichen Familie aus Miro. Sie erschien ihm als sehr einfach, ungebildet und komisch. Als der preußische Kronprinz Friedrich II. 1736 auf die 23-jährige Elisabeth Albertine traf, war diese seit einem Jahr mit dem Prinzen von Miro verheiratet. Sie schenkte 10 Kindern das Leben. Ihre wahre Stärke trat nach 1752 zutage. In diesem Jahr starb ihr Gemahl und dessen regierender Halbbruder. Die Situation wurde politisch brisant, da der eigentliche Thronfolger, ihr Sohn, minderjährig war. Der Schweriner Herzog Christian Ludwig II. Marschierte mit seinen Truppen in Mecklenburg-Strelitz ein. Mithilfe ihrer Berater schlug die massiv unter Druck gesetzte Witwe Herzogin Elisabeth Albertine den versuchten Staatsstreich nieder und erlangte die vorzeitige Anerkennung ihres unmündigen Sohnes als Regenten. Da Adolf Friedrich IV. Jedoch erst 14 Jahre alt war, führte Elisabeth Albertine für ihn die Regierung. Ihre politische Haltung machte die erste gemeinsame Verfassung für beide Teile Mecklenburgs und den Aufstieg ihrer Tochter Sophie Charlotte auf den Thron von England möglich. Es ist anzunehmen, dass dieser Raum das Schlafzimmer von Herzogin Elisabeth Albertine war. Im Gegensatz zum heutigen Verständnis eines solchen Raumes war es zu ihren Lebzeiten Teil einer öffentlich repräsentativen Sphäre. Hier durften auch Fremde eintreten und sich von der standesgemäßen Pracht beeindrucken lassen. Die gesamte originale Ausstattung aus der Zeit um 1760 ist verloren. Das Bett der Herzogin muss wohl gegenüber der Fensterfront gestanden haben. Ihr Blick ging also hinaus auf die Kirche und die herzogliche Gruft, die letzte Ruhestätte ihres Gemahls.
Elisabeth Albertine hatte als seine Witwe Macht erlangt. Im Jahr 1753 erkämpfte sie für den gemeinsamen und damals noch unmündigen Sohn das Anrecht auf den Thron des Herzogtums. Deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass auch schon früher ein Porträt ihres Sohnes in ihrem Schlafzimmer hing. Im 19. Jahrhundert wurde der Raum Kaminzimmer genannt und umgestaltet. Als Prinzessin Sophie Charlotte 1744 im unteren Schloss in Mirow zur Welt kam, ahnte niemand in der Familie, dass aus dem Mirower Lottchen eine Königin und somit die größte Berühmtheit unter den Geschwistern werden sollte. Ihre Hochzeit im Jahre 1761 mit dem britischen König Georg III. War ein Glücksfall für das Strelitzer Haus, das durch die royale Verbindung zu einer der ersten Familien Europas aufstieg. Der König nannte Charlotte seinen Schatz aus Strelitz. Mit Bravour erfüllte sie die hohen Ansprüche als Königin und Gemahlin. Ihre Ehe war sehr glücklich. Beide Eheleute schätzten das häusliche und einfache Leben. Als Königin förderte sie Schriftstellerinnen und gründete karitative Einrichtungen. Mit dem Heranwachsen ihrer Kinder und der einsetzenden Krankheit ihres Mannes legten sich Schatten über Charlottes Leben und sie vereinsamte zusehends. Sie starb am 17. November 1818 im Alter von 74 Jahren. Elisabeth Albertine brachte eine außergewöhnliche Sammlung von mehreren hundert Kostbarkeiten aus Gold, Silber, Elfenbein, Edelsteinen und Glas mit in ihre Ehe. Dieser Besitz brauchte die entsprechende Bühne zur Repräsentation. Heute ist die prachtvolle Raumausstattung des kostbaren Spiegelkabinetts verloren. Zu Zeiten der Herzogin wird es sich bei diesem Raum wahrscheinlich um ein Schreibzimmer gehandelt haben. Zu ihren Lebzeiten war dieser Raum angefüllt mit Möbeln, Spiegeln, Leuchtern, Silber und Porzellan und anderen Einrichtungsgegenständen. Aber als die Herzogin noch im Jahr 1761 im Alter von 48 Jahren starb, verlor Schloss Mirow nicht nur seine Hausherrin. Ihre Einrichtung wurde vererbt und verstreut. Es ist anzunehmen, dass Elisabeth Albertine in diesem Zimmer kostbare Gemälde präsentiert hat. Sie brachte bereits bei ihrer Hochzeit über 80 Bilder mit in die Ehe. Es ist zudem wahrscheinlich, dass sich in diesem Raum ihr Schreibtisch befand und in kleinerer Gesellschaft gespeist wurde. Die seidene Wandbespannung ist eine Rekonstruktion aufgrund von erhaltenen Fragmenten. Die heute hier befindlichen Gemälde hingen einst tatsächlich im Schloss, allerdings ist nicht bekannt, in welchen Räumen. Das großformatige Porträt zeigt Elisabeth Albertine. An ihrer Seite hängt das Bildnis ihres Gemahls, des Prinzen von Mirow. Als die Hochzeit zwischen Charlotte und Georg III. Publik wurde, begann sich ganz Europa für die unbekannte Strelitzer Prinzessin zu interessieren. Daher erhielt im Juli 1761 ein französischer Staatsmann folgenden Bericht. Prinzessin Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz, zukünftige Königin von England, ist eine ziemlich liebenswerte Person. Ihr Geist ist einfach und ohne Eskapaden. Sie hat ein gutes Herz. Ihre Haltung hat nichts Majestätisches, aber das ist nicht der springende Punkt. Sie ist zu Freundschaften fähig und zu Bindungen an Personen, die sich an sie binden. Sie ist kein bisschen belesen, sie hat überhaupt keine Kenntnisse und sie wurde ohne jeden Prunk erzogen in der Einfachheit eines kleinen Hofes. Die 17-jährige Charlotte hatte das Strelitzer Herzogtum bis zum August 1761 nie verlassen. Die Reise, die sie jetzt antrat, war ein Abschied für immer von ihrer Heimat, ihrer Familie, ihrer Kindheit. Nur wenige Wochen zuvor war ihre Mutter, die Herzogin Elisabeth Albertine, gestorben.
Das Ziel war ein unbekanntes Land, dessen Sprache sie nicht beherrschte und dessen Königin sie nun werden sollte. Die Reise selbst war ein Abenteuer. Wo immer ihr Tross auftauchte, strömten die Menschen herbei, um die zukünftige Königin zu sehen. In diesen Jahren herrschte der 7-jährige Krieg in Europa. Es war zu befürchten, dass die Prinzessin den verfeindeten Franzosen in die Hände fiel. König Georg III. Hatte seiner Braut deshalb nicht nur ein vergoldetes Schiff, sondern auch eine Flotte zu ihrem Schutz gesandt. Nach 3 Wochen kam Charlotte in ihrer fremden Heimat und ihrem neuen Leben an. Das kleine Zimmer mit der Bettnische diente nicht dem nächtlichen Schlaf, sondern bot sich tagsüber zum Ausruhen und als Ort für informelle Unterhaltungen an. Die Decken dieses und des gegenüberliegenden Kabinetts sind mit außergewöhnlich filigranen Stuckaturen versehen und stammen von dem Bamberger Stuckateur Franz Jakob Vogel. Der Entwurf der Ausstattung ist Johann Melchior Cambly zuzuschreiben. Die Wandflächen sind durch ein verspielt arrangiertes Grundgerüst überzogen, aus versilberten Leisten und Bögen. Aus diesen Linien und Bögen wachsen Ranken, flammenartige Dekore und flächige Formen hervor, wie das Podest mit der Vase über der Tür. Diese Supraportendekoration ist nicht nur in abgewandelter Form in der Roten Audienz zu entdecken, eine Vielzahl von Varianten des Themas findet sich in den Schlössern von Friedrich dem Großen. Die prächtigsten farbig gefassten Blüten unter ihnen sind Sonnenblumen und Pfingstrosen. Der hohen Qualität der Formen entsprechend ist auch das Farbkonzept des Raumes üppig. Außergewöhnlich ist, dass die aufwendigen Farbfassungen der geschnitzten Wanddekorationen zum großen Teil original erhalten blieben. Die Dekorationen des Audienzzimmers von Elisabeth Albertine gehören zu den größten Kostbarkeiten im Schloss. Seit dem Jahr 1756 hatte die Herzogin verschiedene Künstler verpflichten können, die sowohl für ihr Appartement in Miro als auch für das Residenzschloss in Neustrelitz friderizianische Ausstattungen schufen. Der Umstand, dass die Wappenschilde nicht nur das Mecklenburg-Strelitzer Wappen aufgreifen, sondern ebenfalls Elemente aus dem Sachsen-Hildburghausener Wappen, macht deutlich, dass dieser Platz ausschließlich der Herzogin zugedacht war. Elisabeth Albertine entstammte einem alten und bedeutenden Geschlecht. Sie und der Prinz Karl Ludwig Friedrich kannten sich schon vor der Ehe und waren ineinander verliebt. Das junge Ehepaar lebte nach der Hochzeit zunächst bei Karls Mutter im Mirower Witwenschloss. Die ersten beiden Kinder kamen hier zur Welt, zunächst die Tochter Christiane und danach der Sohn Adolf Friedrich IV. Über Prinzessin Sophie Charlottes Kindheit und Jugend sind einige Details bekannt. In einem Brief ihres Bruders Adolf Friedrich aus dem Jahr 1753 schreibt er liebevoll von seiner Schwester Lottchen. Die Verwendung des Kosenamens in einem Brief belegt, wie nah und vertraut die jungen Prinzen und Prinzessinnen aus Miro der Bevölkerung waren. Den herzoglichen Kindern scheinen größere Freiheiten zugestanden zu haben, da sie abseits des Zeremoniells der größeren Höfe in einer ländlichen Umgebung aufwuchsen. Die romantische Beschreibung der Kindheitstage der Mirower Prinzen und Prinzessinnen hat wohl einen wahren Kern. In größter Einfachheit wuchsen die fürstlichen Kinder auf. Kahnpartien auf dem hübschen Mirower See, Ausflüge in die nächste Umgebung, Ausfahrten nach Neustrelitz bildeten die einzige Abwechslung. Auch beteiligten sich die Prinzen und Prinzessinnen wohl als Zuschauer an den ländlichen Erntefesten in dem benachbarten Mirodorf.
Trotz der bescheidenen Verhältnisse legten Charlottes Eltern großen Wert auf die standesgemäße Erziehung ihrer Kinder in aufklärerischem Geiste. Besonders wichtig war die religiöse Unterrichtung der Nachkommen, die die freundschaftliche Beziehung zwischen der herzoglichen Familie und dem Miroer Hofprediger Leithäuser noch verstärkte. Charlotte erhielt von ihm ihren Konfirmandenunterricht und wurde am 27. März 1759 in der Johanniterkirche in Miro konfirmiert. Da das Witwenschloss recht klein war, musste der Gartensaal mehrere Funktionen erfüllen. Die erste und gängige war die eines Speisesaals. Zu den beiden Seiten schlossen sich ehemals die fürstlichen Wohnbereiche an. Das Hofzeremoniell sah dafür eine bestimmte Abfolge von Räumen vor. Den Auftakt bildete zumeist ein Vorzimmer, in dem der Besucher auf Einlass wartete. Ein solches fehlte hier und der Gartensaal erfüllte deshalb zusätzlich diese Funktion. Nachdem die erste Miroer Witwe gestorben war, übernahm ihre Schwiegertochter, Herzogin Elisabeth Albertine, das Schloss. In den folgenden Jahren gestaltete sie fast das ganze Haus im Geschmack des Rokoko um. Den Auftakt bildete dieser Saal, dessen verspielte Stuckaturen Giovanni Carlo Albutius im September 1753 fertigstellte. Unter den Kaminsimsen schauen geflügelte Köpfe hervor. Einer stellt Boreas, den eisigen Nordwind mit seiner bärtigen Miene, der langen Zunge und den aufgeblähten Wangen dar. Der andere ist Notos, der jugendliche Südwind mit seiner wilden Mähne. An der Decke finden sich 4 ungewöhnliche Darstellungen: ein Drache, ein Uhu, eine Wildkatze und ein Fuchs. Sie stehen wahrscheinlich für 4 gegensätzliche Charaktereigenschaften. Der Drache könnte unbändiges Temperament symbolisieren, der Uhu Nachdenklichkeit, der Luchs kann Dinge durchschauen und der Fuchs steht für listige Klugheit. An den Wänden gegenüber der Gartenseite finden sich geflügelte Puttenköpfe. Ihre nach oben gerichteten Blicke scheinen den kleinen Drachen und die anderen Wesen des Deckenstucks zu verfolgen. Früher wurde die ganze Schar zum Leben erweckt, wenn bei abendlicher Beleuchtung das Licht- und Schattenspiel der Kerzen flackerte. Im Jahre 1226 wurden dem Johanniter Ritterorden 60 Hufen Land gegen Zahlung von 100 Mark Silber geschenkt. Auf der Halbinsel des Miroer Sees, der heutigen Schlossinsel, errichteten die Johanniter eine Ordensniederlassung. Bis Ende des 15. Jahrhunderts hatten die Johanniter fast das ganze heutige Amt Miro unter sich. Von besonderer Bedeutung für den Ort und seine Entwicklung wurde Herzog Karl. Er ließ die Halbinsel, auf der die Ordensniederlassung lag, durch Wall und Graben befestigen, so dass sie nun völlig zur Insel wurde. Miro wurde später zum Wohnsitz zweier Söhne Adolf Friedrichs I. Im Hamburger Erbvergleich erhielt Herzog Adolf Friedrich II. Die Ordensniederlassung Miro endgültig. Adolf Friedrich II., seit 1701 nunmehr Herzog von Mecklenburg-Strelitz, verlieh Miro nach dem Dreißigjährigen Krieg einen handwerklichen Aufschwung. Er starb 1708 und hinterließ die 27-jährige Witwe Christine Emilie Antonie, geborene Fürstin zu Schwarzenburg. Diese erhielt im Jahre 1709 das Schloss Miro als Witwensitz. Dieses Schloss sowie alle weiteren auf der Insel befindlichen Gebäude brannten 1742 infolge eines Blitzschlages nieder. Nördlich der Kirche wurde nun ein neues Schloss erbaut. 1753 bis 1760 ließ Herzog Adolf Friedrich IV. Das Anwesen ausbauen und im Inneren völlig neu ausstatten.
Kurz darauf hörte die Hofhaltung in Miro auf und das Schloss erwachte immer nur noch für Stunden zu höfischem Leben, dann wenn ein Mitglied des Strelitzer Herrscherhauses in der Fürstengruft beigesetzt wurde. An der Nordseite der Kirche wurde die Fürstengruft angefügt. Der Anbau erfolgte wesentlich in 2 Bauabschnitten, 1704 und 1819. Zur damaliger Zeit konnte man die Gruft durch die heute noch vorhandene Tür erreichen. Die beiden eisernen Torflügel verhinderten beim Brand 1945 das Übergreifen des Feuers auf die Gruft. Mit diesem wunderschönen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt viel erfahren über das Schloss Miro. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!